Hallo Leute, herzlich willkommen wieder hier bei unserem zweiten Livestream. Das letzte Mal hat uns das so viel Spaß gemacht, dass wir dachten, wir wollen das jetzt regelmäßig machen. Ich hoffe, ihr konntet auch das letzte Mal etwas mitnehmen. Wir haben ja über unseren neuen Airbag-Liner gesprochen. Das Video dazu ist auch online auf YouTube, auf unserer Website. Ihr könnt das also euch auch gerne nochmal anschauen. Vielleicht verlinken wir auch nochmal das Video unten in den Videokommentaren, sodass ihr einfach da draufklicken könnt, um euch das anzugucken. Heute wollen wir ein anderes Thema behandeln. Es geht auch um einen Vorteil des Airbag-Liners, und zwar die Bogengängigkeit und den Einbau in ein DN50er Rohr. Wir wollen also ein DN50er Rohr offenes Ende sanieren. Das ist was bisher noch nicht gemacht wird. Was ganz Neues, eine Eigenschaft, die der Airbag-Liner mitbringt, ist, dass er eben auch in diesen Nennweiten als Stützschlauch, Kalibrierschlauch eingesetzt werden kann. Normalerweise ist es so, dass dann nur geschlossenes Ende saniert werden kann. Das bedeutet, dass hinterher die Endkappe bzw. das Endstück abgefräst werden muss. Ihr seht jetzt hier, dass die Jungs schon das Harz vorbereiten. Für diese kleinen Mengen Harz benutzen wir unser Beutelsystem, das wir auch schon bei unseren Pointlinern und Kurzlinern ein bewährtes System ist. Ihr habt gesehen, wie Michael einfach den Trennstift in der Mitte gezogen hat. Den kann man hier sehen. Und die Stammkomponente und die Härterkomponente zusammengemischt hat und dann den Beutel schüttelt. Wir benutzen heute unser PL-Pox, ein kalthärtendes Epoxid, was sehr schnell aushärtet für ein Epoxidharz, und mit dem praktischen Ausgießer hier oben, den ihr hier auch sehen könnt, kippen die das einfach in den Inliner rein. Auch hier schön vorbereitet mit Vakuumpumpe, sodass der Inliner sich super tränken kann. Wir haben hier so eine Klemme, die erstmal dafür sorgt, dass der Inliner keine Luft verliert, und ja, lässt sich dann gleich wunderbar tränken. Nochmal ein paar Worte zu dem Beutelsystem. Ich hatte es ja eben schon mal angedeutet. Das Beutelsystem verwenden wir schon seit über 20 Jahren im Kurzliner-Bereich und hat sich seitdem auch sehr gut bei uns bewährt. Das Schöne daran ist, dass wir das hier abfüllen und herstellen können. Das heißt also, wir haben verschiedene Größen. Der Beutel ist immer zu 100%, das Mischungsverhältnis ist immer zu 100% gegeben. Das heißt, keine Mischfehler auf der Baustelle und einfach ein schnelleres Arbeiten, weil das Aufrühren wegfällt. Ihr seht jetzt, wie durch das Vakuum schön das Harz in den Liner gezogen wird. Haben wir Ton? Okay, wir bin ich auf Hochformat. Ja, schade. Vielleicht kriegen wir es noch hin. Und das Schöne ist an dem Material, wenn das dann in dem Beutel aushärtet, ist es danach im Hausmüll entsorgbar. Das heißt also, wenn ein bisschen was übrig bleibt, macht das gar nichts. Jetzt den ganz normalen Imprägnierprozess, den ihr auch vom größeren Inliner kennt, mit unserer mobilen Einwalkanlage, die mit einer Handkurbel versehen ist. Immer sicherlich nochmal ein Equipment, was man sich zusätzlich zu einer elektrischen auch zulegen kann, gerade um kleinere Inliner zu machen. Sehr leicht, sehr mobil, kann in jeden Keller gebracht werden. Und ja, Heinz, was würdest du sagen, man kann damit auch sicherlich den 100er imprägnieren oder einen 125er? Bis 200 geht die Walkanlage. Klar, irgendwann ist man begrenzt im Gewicht des Inliners, aber bei kurzen Stücken sicherlich eine schöne Sache.
Vakuum entfernen. Und der Liner wird noch einmal zurückgezogen und ist dann auch schon fertig für den Einbau. Das alles ging ganz schön schnell jetzt. Das ist natürlich kein Vergleich zu größeren Nennweiten, wo alleine der Imprägnierprozess schon eine Weile dauert. Dementsprechend ist es einfach auch möglich, dass wir unser POX 25 benutzen können. Der POX 25, der Name kommt daher, dass es 25 Minuten Topfzeit hat. Das wäre natürlich für einen Einbau bei einem großen Inliner schon eine ziemlich knappe Geschichte, aber hier durchaus machbar und möglich. Ich möchte noch dazu sagen, dass wir diese Beutelabfüllungen, also wir haben dann ein PU-Harz, wir haben das POX 25, als aber auch das EP30, was ihr kennt. Das heißt also, falls man eine längere Topfzeit benötigt, wird auch mit dem EP30 möglich. Ja. Wir haben hier eine Trommel vorbereitet. Die Trommel benutzen wir aber heute nicht zum Einbau des Inliners. Auf der Trommel ist der Airbag-Liner schon aufgewickelt, der dann nachträglich eingeschossen wird. Heute wollen wir euch mal einen klassischen Handeinbau zeigen. Das heißt also ohne alles außer Druckluft. Wir nutzen quasi den Inliner selbst zum Umstülpen. Heinz stopft jetzt da immer nach und nach die Menge an Inliner rein, die reinpasst, und es wird dann mit Hilfe von Druckluft das Stück immer nach vorne geschossen. Beim Einbau von sehr kleinen Nennweiten braucht man viel Druck, weil sich der Querschnitt des Inliners so verringert hat, dass es wenig Fläche gibt, wo die Druckluft angreifen kann, und somit muss der Druck höher sein, um mehr Kraft aufzubringen. Man kennt das bei größeren Nennweiten, DN300er, DN400er, die laufen bei 0,2 Bar. Hier bei diesen kleinen Inlinern ist das nicht der Fall. Hier muss mehr Druck aufgewendet werden. Ja, man kann den trotzdem auch mit der Trommel einbauen. Kompliziertere Leitungsverläufe sind halt dann schon eine Sache, wo man viel Druck braucht. Deswegen auch Aluminiumtrommeln. Die halten generell mehr Druck aus als die Carbontrommeln. Deshalb empfehlen wir, wenn man sowas machen will, ganz klar diese Aluminiumtrommel. Vielleicht zeigt Tim nochmal, schwenkt mal auf die Trommel drauf. Also das ist eine sehr kompakte Trommel, die für diese Zwecke gemacht worden ist. Ganz leicht, passen genügend Meter drauf in den Nennweiten, um diese gängigen kleinen Röhrchen zu machen. Ja, stufenlos verstellbar im Winkel, und alle Anschlüsse, die benötigt werden, als auch wirklich ein gutes Rollensystem, damit sie gut überall hingefahren werden kann. Aufgebaut haben wir hier einen Leitungsverlauf, wie er typischerweise ein Bodenablauf wäre. Das heißt also 90 Grad Bogen am Anfang, dann über den Boden in den Badezimmersammler dann rein, an dem dann auch die anderen Badezimmerutensilien angeschlossen sind. Und ja, das macht Krach. Und der Vorteil ist jetzt, da wir natürlich in diese Nennweiten hier, in diese DN70er Nennweiten, ganz schlecht mit Fräsen reinkommen, dadurch, dass wir jetzt offenes Ende einbauen können durch den Airbag-Liner, haben wir gleich das Problem gelöst und müssen hier gar nicht mehr fräsen an der Stelle hier. Bisher wurde das so gemacht, dass man auf dem Ende des Inliners, sprich an diesem Ende hier, eine Kappe aufklebt mit einem klassischen Kalibrierschlauch. Diese Kappe kann am Ende wieder abgezogen werden. Dann hätte man auch ein offenes Ende saniert. Das ist aber natürlich wesentlich aufwendiger, weil der Inliner erstmal vorbereitet werden muss. Der Kalibrierschlauch muss draufgeklebt werden. Und der ganz große Nachteil ist, der Kleber hält nicht immer. Als auch, wenn Wärme draufkommt, und Wärme entwickelt sich immer bei der Aushärtung von Epoxidharzen, könnte sich der Kleber wieder lösen. Und man hätte dann Druckverlust oder es wird undicht. Und
Kappe löst sich wieder. Wir haben es jetzt durch den Airbag-Liner natürlich geschafft, dass auch solche Sanierungen sehr sicher ablaufen, dass die Toleranz in Richtung Sicherheit wesentlich höher ist. Bedeutet keine Gefahr mehr, auch bei solchen komplizierten Sanierungen. Vielleicht noch ein, zwei Worte zu dem Schlauch, den wir verwenden. Ist auch ein Nadelfilzschlauch. Ich muss selbst schnell drauf schauen, ein 45 bis DN70. Das heißt also, der macht auch den Dimensionssprung mit, falls das DN50er Rohr auf DN70 gehen würde. 45 deshalb, weil es natürlich leichter ist, eine kleinere Nennweite durch ein DN50er Rohr zu bekommen. Die Grundwanddicke sind 2,5 mm. Das reicht natürlich dann völlig aus. Statik ist sowieso, ja, die brauchen wir nicht innerhalb von Gebäuden, zumindest so wie ich das sehe. Und ja, die Wanddicke ist dann am Ende auch zwischen 2 und 3 mm. Was wir immer wieder beobachten, ganz entscheidend und nie zu 100% zu bestimmen, ist natürlich, wo am Ende in dem Einlauf dann der Inliner landet. Ob er 10 cm zu kurz ist oder etwas zu lang ist ganz schwer zu berechnen, das wisst ihr alle selbst. Wir beobachten aber immer wieder, dass beim Handeinbau wir weniger Längsdehnung und weniger Probleme bei der Berechnung haben als beim Trommeleinbau. Es ist zwar etwas aufwendiger und dauert etwas länger, aber es könnte sich auch lohnen. Ups. Wieso würde es am Ende etwas ausmachen, wenn dieses Tuch mit in dem Hauptrohr ist, Heinz? Nein. Durch die Verwendung vom Airbag-Liner hätten wir jetzt in Zukunft auch die Möglichkeit der Warmaushärtung. Bedeutet, wir könnten rein theoretisch auch Dampf mit reinbringen, um die Aushärtung zu beschleunigen. Wir arbeiten da aktuell auch an einer weiteren Möglichkeit, da könnt ihr schon gespannt drauf sein. Das ist alles nicht möglich, wenn man, wie gesagt, wie eben eine Liner-Endkappe draufkleben würde, weil der Kleber eben Temperaturen zwischen 60 und 80 Grad nicht halten würde. Der Airbag-Liner, wie das letzte Mal schon besprochen, hält Temperaturen bis zu 110 Grad aus. Also eigentlich noch höhere. Wir sind nur nicht in der Lage, höhere Temperaturen mit Dampf in den Inliner zu bringen. Dementsprechend reichen 110 Grad auch aus. In einem echten Badezimmer wäre es natürlich wichtig, so jetzt ist er durch, in einem echten Badezimmer wäre es natürlich wichtig, dass der Boden immer abgeklebt ist. Ein gewisser Harzverlust ist nicht zu vermeiden, glaube ich. Und die Vorbereitung ist da entscheidend. Man kann dann nachträglich überprüfen, man sollte das im Vorfeld auch vorbereiten, dass die Kamera dann schon in dem Hauptrohr ist, wie weit da drin ist.
Wenn das in Ordnung ist, dann kann der Kalibrierschlauch auch mit eingebaut werden. Jetzt wird der Airbag-Liner inversiert. Ist auch ein DN50er Airbag-Liner. Ihr seht, ganz dünn und flexibel. Dadurch wird der Einbau sehr erleichtert. Etwas Schmiermittel hilft aber trotzdem immer. Um die Inversion zu kontrollieren, macht Heinz Licht in die Trommel und kann dann beobachten, wie der Airbag-Liner reinläuft. Ich kann das auch mal halten. Okay. Kleines bisschen Kamera. Kamera ist kurz ausgegangen, wir warten kurz. Für zum Thema Kameras, also für Einbauten in solchen kleinen Nennweiten, haben wir festgestellt, dass sich absolut die Rigid-Produkte bewährt haben. Die Kamerasysteme für DN30er bis DN150 vertreiben. Und wir sind so überzeugt von den Produkten, dass wir die auch mit ins Angebot genommen haben. Dementsprechend, wenn man sich dafür interessiert, in diesen Nennweiten zu arbeiten, gehört eben auch das richtige Kameraequipment dazu. Und komplettiert mit Renzi-Werkzeugen ein super Komplettprogramm, wo man eigentlich allen Herausforderungen gewachsen ist. So, kann ich mal, Tim, guckst du mal da rein? Ja. Einmal das Kamerabild, wir sehen jetzt, dass der Airbag-Liner hat drückt jetzt den Inliner an. Wir sind ziemlich weit reingekommen, ist aber im Nachtrag kein Problem, weil man das auch einfach dann schön anschleifen kann mit der Renzi-Maschine. Man würde einfach den überschüssigen Schlauch wegnehmen und wenn man dann mit dem Schleifpapier am Einlauf angleicht, kann man sich auch relativ sicher sein, dass der Einlauf dann auch dicht ist. Richtig, Michael? Ja. Ja, jetzt müssen wir das Ganze kalt aushärten lassen. Das würde natürlich jetzt gut 2 Stunden dauern mit PL-Prox bei Temperaturen, die man in-house hat. Wir haben dafür aber schon mal einen anderen Leitungsverlauf vorbereitet, der identisch ist, bei dem das Material schon ausgehärtet ist, um euch mal zu zeigen, wie das dann von innen aussieht, wenn es ausgehärtet ist. Tim, vielleicht guckst du noch mal aufs Kamerabild und Heinz macht mal die TV-Untersuchung. Das Faszinierende ist, dass ein 45-Grad-Bogen kommt hier kommt auch ein 45-Grad-Bogen. Ist ein 90er? Ja, da ist ein 90er. Vielleicht sehen wir den Einlauf auch nochmal. Da kommt nochmal ein 45er. Ja, das ist ein 60er. 60? Heinz sagt, das ist ein 60er. Ja. Das Faszinierende bei den kleinen Rohren ist eigentlich, dass wir immer eine sehr geringe Faltenbildung haben. Das kommt erstens dadurch, dass natürlich ein hoher Einbaudruck ist. Und zweitens kommt das daher, ich habe keine Ahnung, wo es herkommt, auf jeden Fall ist es immer ein sehr schönes Bild bei den kleinen Röhrchen. Und ja, vielen Dank, dass ihr wieder dabei wart. Ich glaube, wir konnten euch nochmal was Neues zeigen und hoffe, dass ihr
beim nächsten Mal auch dabei seid. Hat uns wieder viel Spaß gemacht. Ganz wichtig, wir haben hier immer überall Newsletter-Anmeldungen. Da solltet ihr euch anmelden, wenn ihr die nächsten Termine nicht verpassen wollt, beziehungsweise wenn ihr auch die Aufzeichnungen des Livestreams nicht verpassen wollt, weil wir gerne einen neuen Verteiler aufnehmen wollen für die Leute, die sich für unsere digitalen Inhalte interessieren. Und deswegen meldet euch an und schön, dass ihr wieder dabei wart. Bis zum nächsten Mal. Danke.